Heute gibt es mal wieder einen Klassiker. Ein Klassiker, der, glaube ich, oftmals vergessen wird, aber immer sehr beliebt ist bei Jung und Alt. Ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Ja, ihr habt es mittlerweile gesehen, ein, ich finde doch vergessener Klassiker, nämlich den Torten- bzw. den Kuchenboden gibt es heute als Rezept von mir. Man neigt da immer sehr schnell, ihn fix und fertig zu kaufen, nur ich habe meistens die Erfahrung, dass diese Kuchenböden sehr, sehr trocken sind. Entweder kaufe ich die falschen oder sie sind generell sehr trocken, weil sie ja auch schon ein bisschen älter sind. Und ganz ehrlich, einen Kuchenboden selber herzustellen, ist überhaupt kein Hexenwerk. Geht super, super schnell. Der Teig ist in nicht mal 10 Minuten angerührt. Und mit meinem Rezept, ich zeige euch heute das doppelte Rezept, könnt ihr nämlich gleich 2 Kuchenböden vorbereiten. Einen könnt ihr direkt belegen mit leckerem Obst eurer Wahl. Hier könnt ihr ja ganz variabel sein. Und der zweite wird nach dem Auskühlen gut eingepackt und eingefroren. Und so hat man das nächste Mal seinen selbstgebackenen, fertigen Kuchenboden. Den kann man am Abend vorher rauslegen. Der ist super schnell auch aufgetaut. Ich backe heute meinen Kuchenboden auch in so einer Kuchen- bzw. Tortenbodenform. Wenn ihr so eine nicht habt, die hat übrigens hier außen einen Durchmesser von 29 cm. Wenn ihr so eine nicht habt, könnt ihr natürlich euren Kuchenboden auch in einer ganz klassischen runden Springform oder in einem Backrahmen mit 26 bis 28 cm backen. Wie gesagt, denkt aber dran, ich zeige euch heute das doppelte Rezept. Meine Angaben sind nämlich für 2 Kuchenböden. Und jetzt geht's endlich los. Ich habe lang genug gequasselt. Wir starten mit den Zutaten. Für 2 Kuchenböden benötigen wir 250 Gramm weiche und zimmerwarme Butter, 250 Gramm Zucker, 4 Eier der Größe M, 375 Gramm Mehl, ein halbes Päckchen Backpulver und eine Prise Salz. Los geht's mit der Zubereitung. Zuallererst fette ich meine Kuchenbodenform gut ein und stelle sie kurz auf die Seite. Für den Teig gebe ich die weiche und zimmerwarme Butter zusammen mit dem Zucker in eine Rührschüssel und rühre diese etwa 2 bis 3 Minuten hellcremig auf. Anschließend gebe ich die Eier einzeln und nacheinander hinein. Zu guter Letzt wird noch Mehl, Backpulver und Salz dazu gesiebt und noch einmal kurz eingerührt. Der Teig ist ein klein wenig fester, das ist ganz normal. Aber wenn euer Teig viel zu fest ist, je nach Eigröße kann dieses natürlich unterschiedlich sein, könnt ihr an dieser Stelle noch etwas Milch dazugeben. Den Backofen heize ich in der Zwischenzeit auch schon einmal vor auf 170 Grad Umluft. Die Hälfte des Teiges gebe ich nun in meine vorbereitete, gefettete Backform, verstreiche diesen gut in der Backform, streiche die Oberfläche glatt und gebe den Teig nun für etwa 17 bis 20 Minuten in den vorgeheizten Backofen, macht auf jeden Fall eine Stäbchenprobe. Nach dem Backen lasse ich den Kuchenboden einige Minuten noch in der Form, bevor ich ihn auf ein Kuchengitter stürze und vollständig auskühlen lasse. Ja, wie schon zu Anfang gesagt, könnt ihr euren Kuchenboden mit Obst belegen, was ihr am allerliebsten mögt, was euch am besten schmeckt oder vielleicht auch gerade das, was aktuell Saison hat. Mein Kuchen ist übrigens mit Süßkirschen und Bananen belegt. Ich liebe diese Kombi total und nachher ein Klecks Sahne dazu. Ein absolutes Highlight für mich. Aber schreibt mir doch mal in die Kommentare, mit was ihr gerne euren Kuchenboden
belegen würdet. Den zweiten Kuchenboden, der ist auch schon ausgekühlt, der steht hier, den packe ich jetzt ein, dann wandert er in den Froster und so habe ich das nächste Mal schon einen fertig gebackenen Kuchenboden, muss ihn nur kurz vorher zum Auftauen herausnehmen und kann ihn dann mit dem Obst meiner Wahl belegen. Mein Rezept ist ein Basic-Rezept. Dieses könnt ihr aromatisieren. Hier könnt ihr ganz variabel sein, ob Zitronenschale, Orangenschale, Vanille, Tonkabohne oder jetzt, wenn es auf Weihnachten zugeht, auch Zimt und weihnachtliche Gewürze. Seid hier ganz variabel. Ihr könnt euren Kuchenboden gerne aromatisieren. Der Teig, ich empfehle euch auch wirklich die doppelte Menge Teig anzurühren, denn so habt ihr es das nächste Mal etwas einfacher und ganz ehrlich, es ist ganz egal, ob ihr die einfache Menge oder die doppelte Menge oder vielleicht sogar die dreifache Menge an Teig anrührt und die Böden, die ihr aufbewahren möchtet, einfach einfriert. Ich gehe mal von aus, auch ihr habt nur eine Kuchenbodenform, so wie ich. Das ist aber überhaupt kein Problem. Wenn der erste Kuchenboden gebacken ist, einige Minuten ausgekühlt ist in der Form, dann nehmt ihr die Form ab. Ich halte sie dann immer unter kaltes Wasser, dass sie schneller abkühlt, mache sie dann sauber, fette sie erneut und gebe die nächste Portion Kuchenbodenteig hier hinein. Dass der Teig stehen bleibt einige Minuten, lasst ihn einfach auf der Küchenarbeitsplatte stehen, ist überhaupt kein Problem. Das Rezept zum Nachlesen findet ihr ab sofort auf meinem Blog www.nicoleszuckerwerk.de. Den Link dorthin gibt es jetzt hier oben in der Infocard und ihr findet ihn natürlich auch in der Infobox hier unter dem Video. Schaut auf jeden Fall in die Infobox, da gibt es nicht nur den Rezepte-Link, da sind auch diverse Links mit Produkten, die ich in diesem Video verwendet habe, falls euch das ein oder andere interessiert. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch nun einen wundervollen Start in die neue Woche und dann sehen wir uns ganz bald in einem neuen Video. Macht's gut. Tschüss.